Anzeichen 1. Mangelnde Aufmerksamkeit. Manchmal geschieht es, dass jemand, den du schätzt, nicht wirklich zuhört, wenn du sprichst. Es ist, als ob deine Worte an ihm, ihr vorbeigehen, ohne dass sie wirklich registriert werden. Anzeichen 2. Geringe Wertschätzung deiner Meinungen und Ansichten. Wenn sich dein Partner, deine Partnerin nicht für deine Meinungen und Ansichten interessiert, deine Gedanken und Überzeugungen nicht als wertvoll erachtet und sie nicht respektiert, dann ist das ein ernstzunehmendes Anzeichen. Anzeichen 3. Unklare Position im Leben deines Partners, deiner Partnerin. Es gibt Momente, in denen du dich fragst, wo genau du im Leben deines Partners, deiner Partnerin stehst. Deine Rolle in ihrem Leben scheint nicht klar definiert zu sein. Diese Unsicherheit kann dir das Gefühl geben, in der Beziehung nicht wirklich verankert zu sein. Anzeichen 4. Niedrige Priorität in ihrem Leben. Ein weiteres Anzeichen von Unsicherheit in einer Beziehung ist, das Gefühl zu haben, eine niedrige Priorität im Leben des Partners, der Partnerin zu haben. Alles andere scheint stets Vorrang zu haben, sei es die Arbeit, Freunde oder andere Verpflichtungen. Anzeichen 5. Mangelnde Ehrlichkeit und Treue. Eine der tragendsten Säulen einer Beziehung ist die Ehrlichkeit und Treue. Wenn dein Partner, deine Partnerin nicht ehrlich zu dir ist und die Treue nicht respektiert, dann ist das ein deutliches Zeichen. Das Vertrauen, das so entscheidend ist, geht so verloren. Anzeichen 6. Geheimniskrämerei. Wenn dein Partner, deine Partnerin vor dir Geheimnisse hat oder Dinge vor dir verbirgt, führt das zu Misstrauen und Unsicherheit. Das ist ein ernstzunehmendes Zeichen. Anzeichen 7. Vergessen wichtiger persönlicher Ereignisse. Fehlende Aufmerksamkeit für wichtige persönliche Ereignisse sind ebenfalls Anzeichen dafür, dass das Engagement nachlässt. Wenn dein Partner, deine Partnerin nicht die Mühe aufbringt, sich an bedeutende Momente in deinem Leben oder eurer Beziehung zu erinnern, ist das schmerzhaft und gibt dir das Gefühl, dass du nicht wertgeschätzt wirst. Anzeichen 8. Verheimlichen vor Freunden und in sozialen Medien. In der modernen Welt sind soziale Medien sozusagen das offene Fenster in unserem Haus, also unserem Leben. Wenn dein Partner, deine Partnerin dich in den sozialen Medien nicht oder nur oberflächlich erwähnt, ist das ein ernstzunehmendes Zeichen für mangelndes Interesse an einer ehrlichen Beziehung. Anzeichen 9. Geheime Beziehung. Das Verbergen der Beziehung vor anderen, ob in den sozialen Medien oder im realen Leben, ist ein No-Go. Wenn dein Partner, deine Partnerin dich vor ihren Freunden, Familien oder in den sozialen Medien verheimlicht, dann ist das ein ernstes Warnzeichen, dass sie kein Interesse hat. Anzeichen 10. Tendenz, dir die Schuld an Problemen zuzuschieben. Neigt dein Partner dazu, die Verantwortung für Probleme in der Beziehung auf dich abzuwälzen, solltest du aufmerksam sein. Egal was passiert, du wirst zur Zielscheibe gemacht und die Schuld wird dir zugeschoben. Dieses Verhalten kann dazu führen, dass du dich unfair behandelt fühlst und dass die tatsächlichen Probleme nicht angegangen werden. Anzeichen 11. Schlechte Kommunikation und mangelndes Interesse an klärenden Gesprächen. Wenn dein Partner, deine Partnerin nicht gewillt ist, über Probleme zu sprechen oder deine Bedenken und Gefühle nicht ernst nimmt, führt das zu einer Atmosphäre des Schweigens. Das Problem solltest du sehr ernst nehmen, da so keine Basis vorhanden ist, Probleme zu lösen. Anzeichen 12. Unbilligkeit, deine Familie und Freunde kennenzulernen. Weigert sich dein Partner, deine Partnerin, deine Familie und Freunde kennenzulernen? Diese Unwilligkeit, in dein soziales Umfeld einzutauchen, kann darauf hinweisen, dass sie wenig Interesse daran hat, einen tieferen Einblick in dein Leben zu bekommen. Die Begegnung mit deinen Liebsten ist oft ein wichtiger Schritt in einer Beziehung. Anzeichen 13. Dauernd beschäftigt und keine Zeit für die Beziehung. Scheint dein Partner, deine Partnerin immer beschäftigt zu sein
und bringt nur wenig Zeit für die Beziehung auf? Dieses anhaltend Beschäftigtsein kann darauf hinweisen, dass sie wenig Interesse an einer gemeinsamen Zukunft hat und andere Prioritäten vorzieht. Eine tiefer gehende Beziehung ist schwierig aufzubauen, wenn die Zeit und Aufmerksamkeit, die für die Beziehung aufgebracht wird, begrenzt ist. Anzeichen 14. Fehlende Zukunftsplanung oder mangelndes Engagement für die Beziehung. Ein weiteres Anzeichen für mangelndes Interesse an einer gemeinsamen Zukunft ist das Fehlen von gemeinsamer Zukunftsplanung. Wenn die Zukunft kein Thema ist und dein Partner, deine Partnerin nicht bereit ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie ihr gemeinsam wachsen könnt, weist das auf Gleichgültigkeit hin. Anzeichen 15. Fehlendes Interesse an persönlichem Wachstum und Weiterentwicklung in der Beziehung. In einer gesunden Beziehung ist das Interesse an persönlichem Wachstum und Weiterentwicklung ein wichtiger Aspekt. Wenn dein Partner, deine Partnerin desinteressiert oder gleichgültig gegenüber diesem Wachstum ist, kann dies bedeuten, dass sie wenig Interesse an einer gemeinsamen Zukunft hat. Die Beziehung stagniert, anstatt sich positiv zu entwickeln. Anzeichen 16. Mangelnde Einbeziehung in wichtige Entscheidungen. Wenn dein Partner, deine Partnerin in wichtigen Angelegenheiten weder dein Bedürfnis oder deine Wünsche berücksichtigt, noch dich bei der Entscheidung direkt mit einbezieht, weist das auf mangelndem Interesse an einer gemeinsamen Zukunft hin. Das Erkennen dieser Anzeichen erfordert Sensibilität und offene Kommunikation zwischen den Partnern. Es ist wichtig, über die Erwartungen und Ziele für die Zukunft zu sprechen und sicherzustellen, dass beide Partner sich auf den Weg zu einer gemeinsamen Zukunft einlassen. Eine Beziehung, in der das Interesse an einer gemeinsamen Zukunft fehlt, wird sich ohne entsprechende Bemühungen negativ entwickeln. Aus diesem Grund ist es entscheidend, diese Anzeichen ernst zu nehmen und gemeinsam Lösungen zu finden. Die Entscheidung, eine Beziehung zu beenden, ist eine sehr persönliche und oft sehr schwierige Entscheidung, die von vielen Faktoren abhängt. Die aufgeführten Anzeichen weisen auf ernste Probleme und Unstimmigkeiten in der Beziehung hin, aber sie bedeuten nicht zwangsläufig, dass die Beziehung beendet werden muss. Hier sind einige Überlegungen. Erstens, eigene Bedürfnisse und Ziele. Denke darüber nach, ob die Beziehung deinen persönlichen Bedürfnissen und langfristigen Zielen entspricht. Wenn du das Gefühl hast, dass die Beziehung dich daran hindert, deine Ziele zu erreichen oder glücklich zu sein, könnte eine Trennung in Betracht gezogen werden. Zweitens, gegenseitiges Wohlgefühl. Stelle dir die Frage, ob die Beziehung dir und deinem Partner Freude und Erfüllung bringt oder ob sie hauptsächlich Stress und Unzufriedenheit verursacht. Wenn letzteres der Fall ist, solltest du ernsthaft über eine Trennung nachdenken. Drittens, Unterstützung von Freunden und Familie. Höre auf die Meinungen und Ratschläge von vertrauenswürdigen Freunden und Familienmitgliedern, die die Situation objektiv beurteilen können. Viertens, Kommunikation. Der erste Schritt sollte sein, offen und ehrlich mit deinem Partner über deine Bedenken zu sprechen. Manchmal können Probleme durch Kommunikation und Verständnis gelöst werden. Fünftens, Veränderungsbereitschaft. Überlege, ob dein Partner bereit ist, an den aufgezeigten Problemen zu arbeiten und Veränderungen vorzunehmen. Wenn er nicht bereit ist, die Beziehung zu verbessern, könnte das ein Anzeichen dafür sein, dass eine Trennung notwendig ist. Sechstens, Beratung oder Therapie. In einigen Fällen kann Paarberatung oder Therapie hilfreich sein, um die Probleme anzugehen und Lösungen zu finden. Die Entscheidung, eine Beziehung zu beenden, ist nie leicht und es ist wichtig, sie gut zu durchdenken. Es kann hilfreich sein, professionelle Beratung oder Therapie in Anspruch zu nehmen, um bei dieser Entscheidung Unterstützung zu haben. Am Ende liegt die Entscheidung jedoch bei dir und deinem Partner und sie sollte im besten Interesse beider Parteien getroffen werden.
Das war's für dieses Video. Wenn dir das Video gefallen hat, drücke gern den Like-Button und abonniere den Kanal. Vielleicht gefällt dir auch das Video, das du gerade auf dem Bildschirm siehst. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Tag.